Und da läuft sie schon. Und hallo und willkommen zu The Beginner's Guide. Und wir fangen jetzt wieder vom Kapitel 8 an. War ja, glaube ich, das letzte Mal. Ja, komm. Mit meinem hauseigenen Erzähler. Hat nicht jeder. So, und jede Notiz wurde von einem Spieler hinterlassen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wetterraum. Von wegen. Warum? Ist doch ganz netter Raum. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Wie schafft man dieses Spiel? Fragt er sich selber. Gut, okay, alles. Hat doch alles keinen Sinn. Sehr richtig. Oh Gott. Es ist sein Ernst. Du meine Güte, ja. Könnt ihr mich hören? Nein, schlecht. Hallo, hallo. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Okay. Es gibt viel zu viel But Mitteilung. it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know them through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Oh Gott. Okay. Okay, ich kann es auch jetzt einfach mal ignorieren, hat er gesagt. Vor langer Zeit habe ich einmal definitiv Spaß. Ich bin der König der... Oh, warum wusste ich, dass es so kommt? Gott. Ich plopp mir echt viel auf hier. Langweilig. Alter. Oh Gott. Selbstmord? Ist vielleicht eine Option? Hintern pro Barsch. Ah, ihr gehört. Ich muss aufs Klo. Bitte erkenn mich doch. Nein, nein. Ich gib's jetzt auf. Ich will jetzt nicht mehr.
Sesam, öffne dich. Ah, verdammt. Oh Gott. Neuer Raum. Noch mehr Sprechblasen. Ein Kranker ist da ist. Ein Dutzend davon zu lesen. Blumenkohl prägt unsere Nation. Was ist das für ein Bild? Sehr gutes Spiel. Ja, ich weiß nicht. Jetzt renne ich nur rum und schau doof. Und lese Sprechblasen. Ich bin in Gefahr. Warme Sprechblase. Steht jetzt eigentlich was? Nö, das ist Holz. Gemälde, was heißt das wohl? Wer das gemacht hat, hat echt Probleme. Hilf mich. Das passt nicht echt gut hier. Hör auf zu tun, als wärst du jemand alles da. Okay, das sehe ich richtig selber. Ob ich das jetzt wirklich durchmache? Boah, das Gebloppe regt mich jetzt schon auf. Lalala. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Gibt's hier auch eine Lösung? Ich bin schon eine Stunde hier. Hilfe! Hilfe! Schon wieder Hilfe! And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Oh, eine Sprechblase hat's geschafft. Was ist das da hinten? Wie schreibt man diese Notiz? Bist du da? Bitte sag etwas. Irgendwas. Ich muss nur irgendwas von dir hören. Sprich mir bitte. Warum fällt es mir so schwer zu sprechen? Sprich, 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 sprich. Sprich, sprich, sprich. Sprich. Okay, this one is tough. It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Okay, ein paar Räder drin. Oh, welche Räder? Eintönige Musik. See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway.
Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Okay. Welche Möbel sollen in den Räumen stehen? Ach, ein großes Loch. Hallo, das wollte ich nicht. Ich wollte ein großes Loch. Die 3. 10 Öfen in einer Reihe an der Wand. Hallo, das wollte ich nicht. Wieder die 3. Ich will eine Tesla-Spule in jeder Ecke. Boah. Ist doch egal, was ich jetzt antworte. Die 2. Genau. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Merkwürdig, sagt er dazu. So okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Hallo, bitte geh vorwärts. Wird gemacht. Mit dieser Anleitung kommst du aus jedem Gefängnis heraus. Folge der Anweisung genau, vergiss keinen Schritt. Zuerst musst du auf den Tisch klicken. Gut, jetzt geh zum Vorderraum und dreh leicht nach rechts. Jetzt schalte die Stahllampe in diesen Raum aus und wieder ein. Jetzt geh zum linken Sofa, früge es ein bisschen. Und schließlich berühre noch die Regale. Das ist es. In einem echten Gefängnis ist der Fluchtweg nun frei. Geh jetzt rüber zum Gangraum, um wieder zurück ins Gefängnis gebracht zu werden. Was? And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen. Wie schön. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Was? Wie soll denn das funktionieren? Hallo? Das war's schon? Hallo? Wer ist das?
Du bist ich. Du warst also auch in diesem Gefängnis gefangen. It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Wie ist es, frei zu sein? Ja, auch manchmal ich mir sagen, dass ich rauskomme und alles noch genauso ist, wie es vorher war. Es ändert sich, ich fühle mich wie eine neue Person. Das ist gut zu hören. Das freut mich wirklich sehr. Genieße es, die Person zu sein, die du gerade bist. Das wird nicht für immer anhalten. Moment, wenn du ich bist, hast du dann da drin einen Anruf von einer anderen Version von dir selber erhalten? 2. Ja, ich wurde angerufen, so bin ich gekommen. Was habe ich dir was haben sie dir gesagt? Was musstest du tun, um rauszukommen? Sie haben nur eine Weile mit mir geredet. Was? Du bist freigekommen? So bist du freigekommen? Wie funktioniert das? Das wird alles einen Sinn ergeben. Okay, ich kann sprechen. Lass uns einfach ein bisschen sprechen. Willst du hier sein? Ich werde hier sein, wenn du mich brauchst. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Wäre das nicht schön? Das wäre total schön. Total cool. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Jemand anderes als mir selber. Moment, ist doch diese... Das ist die magische Tür, ne? Gut, okay. Interessant. To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the 2 doors on either side and a dark transitional space between. Ja, das wäre nett. Ja, super. Putzen. Meine Güte, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du da bist. Ich dachte schon, ich müsste die ganze Haus allein putzen. Das wäre eine Elendsarbeit geworden. Jeder weiß, dass es allein länger dauert. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Müssen wir wirklich das ganze Haus putzen? Ich habe keine Lust gerade. Mach dir keine Gedanken, wir schaffen das nur. Du wirst dir wünschen, es gäbe noch mehr Arbeit. Oh Gott, ich mach das hier fertig und in der Zwischenzeit kannst du den Tisch aufräumen. In Ordnung? Nein? Ja, fertig. Gleich viel schöner, so muss der Tisch aussehen. Gehst du jetzt bitte ins Schlafzimmer und machst das Bett? Wo ist das Schlafzimmer? Hier ist das Bad. Ja. Zack. Warum rückst du den Teppich nicht ein bisschen gerade, während du da drin bist?
einige Kleinigkeiten zählen. Putzt du gerne? Naja, das ist mehr eine Notwendigkeit als ein Spaß. Bei der Arbeit bekomme ich immer so ein wohliges Gefühl. Anders lässt sich meine Seele scheinbar nicht beruhigen. Und das ist ja irgendwie das Wichtigste. Das und ein unordentliches Sofa. Könntest du bitte das Sofakissen runterbringen? Wie kommst du jetzt auf Sofakissen? Und Sofa? Das ist ja eine Ableitung hier. So, es wird. Zack. Hey, da drüben ein Sofa scheint etwas verschüttet zu haben. Kannst du es aufwischen, wenn du schon mal da bist? Ja, freilich. Soll ich dir mal einen ganz persönlichen Käse verraten? Ist das in Ordnung? Käse ist immer gut. Nein. Wie nein? Nein, das war zu blöd. Tut mir leid, egal. Ja, das Geschirr muss noch abgespült werden. Warum benutzt du das nicht? Na klar. Hier, zack. Ich glaube, die Wanne muss mal wieder geputzt werden. Oh, ich weiß, wenn du darum kümmerst, um sie ordentlich sauber zu machen. Muss nicht perfekt sein. Wir sind alle nur Menschen. Ach, ist das nicht schön? Wo ist denn jetzt die blöde Wand da? Zack. Liegen am Schlafzimmer noch Bücher auf dem Boden herum? Wenn ja, könntest du sie bitte ins Regal einräumen? Ja. Mein Gott. Zack. Perfekt. Nun denn, warum könntest du nicht? After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. 3. Hören diese Arbeiten nie auf. Schätzchen, lass dir einfach sagen, egal was du tust, du musst es richtig machen. 100%. Ansonsten macht dich die Arbeit fertig. Warum kümmern wir uns also nicht erst um das, was anliegt und heben die Müllfrage für die Zukunft auf? In der Gegenwart muss es erstmal der Teppich im Schlafzimmer gerückt werden. This was during a period of a few months where he was like ghostly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Ja. Als ich dir vorhin gesagt habe, ich wollte dir meinen persönlichen Käse verraten, dann wollte ich sagen, dass ich das Haus eines Menschen wie seine Seele ist. Wenn man gut drauf aufpasst, behütet es einen auch gut. Weiß nicht warum mir das so komisch vorkam. Was nehme ich dann? Ja, ich verstehe. So etwas sagt man nicht zu jedem, den man gerade erst kennengelernt hat. Wie dem auch sei. So. Putzen. Toll. Lass uns weitermachen. Die Bücher bringst du bitte... Ja... Zack. Die Sofakissen sind so da durcheinander. I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. Frage? Ja, was ist? But, Macht dir das of course, Spaß? it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it.
Okay. Das ist krank. Der Mensch hat Probleme gehabt. This one gets a bit goofy. Bisschen albern. Warum bist du heute hierher gekommen? Um dein Leben zu verbessern? Ja. Um dich beruflich zu verbessern? Ja. Um Beziehungen zu vertiefen? Ja. Was? Nein? Wie nein? Du bist gekommen, weil du perfekt werden möchtest. Ich möchte, dass du deine Freunde, die Menschen in deinem Leben ansiehst und denkst, wow, diese Person ist ein bisschen besserer Mensch als ich. Also gut, über welche Person in deinem Leben denkst du das? Welche Person kennst du, die so perfekt ist, dass du für sie selbst nur Abschau empfindest? Im Vergleich zu wen fühlst du dich unnütz, egoistisch, undenkbar? Ich werde dich in eine solche Person verwandeln. Perfektion ist what you crafts. Die Frage ist nicht, wie wir es schaffen, sondern wie wir es möglichst wenig Aufwand schaffen. Das ist einfach, das ist so einfach. Das ist so einfach, perfekt zu sein. Geht ganz ohne Aufwand. And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Kinder sollten nicht ihre Träume folgen. Gut. Ich sage nur eins. Wenn es nicht wehtut, ist es nicht die richtige Lösung. Wer sich quält, die richtige Lösung im Leben zu finden, der macht es nicht richtig. Die einzig wichtige Frage ist, was ist der einfachste Weg nach vorne? Tu, was am einfachsten ist. Fühle, was wahr ist. Nichts. Niemand. I fell pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Okay. Ist ja cool. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Sonderbar. Du stellst mir die Spiele vor und findest die sonderbar. Ob das sonderbar so ein gutes Wort ist, weiß ich natürlich noch nicht. Hallo? So, die Feuerschlumme geht auf die Plätze, bitte. In dieser Szene spielst du mich. Du bist mit Kollegen zusammen. Hallo Kollegen. Am Anfang lehnst du einfach an dieser Wand. An welcher Wand? Ach da. Okay, lehnen. Gut, bleibt genauso. Okay. Die Frau hier drüben in diesem Stuhl ist professionelle Tierfotografin. Der Traum ist es, Tiere professionell zu fotografieren. Jetzt hat sie Chance, für ihr zu lernen, etwas zu tun und deinen Wünschen wahr werden zu lassen. Los, sprich sie an. Wo ist die Toilette? Was machst du denn? Du lenkst ab. Das sagst du nicht, was du im Herzen hast. Hör auf, hör zu tänzeln und beginne ein Gespräch mit dieser Person. Nochmal von vorn. Hier sind alle meine Träume und Hoffnungen. Nein, 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 nein. Das habe ich nicht zu ihr gesagt. Du triffst den Ton des Gesprächs, kein bisschen. Ich war zurückhaltend, aber ich wusste, was ich wollte. Ich hatte Selbstvertrauen. Es war nicht dieser eine Moment, aber ich hatte Selbstvertrauen. Vielleicht brauchst du ein besseres Gefühl für die Situation um es herum war
waren viele Leute. Ich gebe dir ein paar Regeln. Diese Dinge, die stehen für die Menschen um uns herum. Sprich jetzt wieder mit ihr. Eins. Es war bestimmt harte Arbeit, rumzukommen, wo du jetzt bist. Du fühlst es wieder total. Wenn du jetzt so schnell persönlich wirst, läuft sie noch davon. Verstehst du nicht, wie wichtig das für mich war, so eine Chance zu bekommen? Bekomme ich nie wieder. Alles hing davon ab. Lass mich mal was probieren. Geh ein Stück zurück von der Bühne. Oh nein. Ja, und jetzt? Okay, ja, so passt es. The game ends So with hat es this ausgesehen. eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to Perfekt, fears wunderbar, of wirklich having to schön. perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Verschwand. Okay. Der macht komische Spiele. Möbius Flug. In diesem Spiel richtig zu spielen, solltest du Augen schließen. Was? Captain. Was können wir tun? 3, was ist hier los? You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Es gibt übrigens überhaupt keine Lösung, na toll. Forscher. Blind. Toll. Dass es keine Lösung gibt. 2. Meine Arbeit macht Spaß. Wahrheit. Okay, Wahrheit. Steckt vor deiner Kreativität. Wie, das ist nicht wahr? Doch, ist es. Arschloch. Blöd, Mann. Ehrlich. Also 1... Das kann ja nicht, das weiß ich kann nicht mehr. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking.
So where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Ich bin allein. Wir schaffen das. Ich möchte den anderen Erzähler nicht unterbrechen. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Dezember 2010. Oh, wir nähern uns das Ende. Hallo? Hallo, ist da jemand? Ist das eine Person? Wie schön. Ich habe schon lange mit niemandem mehr geredet. Was ist los? Weißt du nicht mehr weiter? Es steckt nichts mehr in mir, was ich in die Arbeit einbringen kann. Oh nein, was ist los? Hat sich was geändert? Da war eine Maschine, die mich angetrieben hat. Moment, suchst du eine Maschine? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Nicht weit von hier. Ich muss sie sehen, ich weiß, warum sie aufgehört hat. Ich kann dich hinbringen, aber es ging mit deinem Problem. Sie wird einen schwierigen Rätsel bewacht. This Wenn du one helfen turns it up kannst, to das 11. Rätsel lösen, Now, finden wir put die yourself in Maschine my abgemacht. shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Habe ich zuerst nicht gesagt, ich habe zwar die 3 gedrückt. Ist egal, was ich sage. Because from my perspective at the time, and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Zuerst mal die Tür öffnen. Jetzt muss ich die Tür wieder schließen. Okay, und jetzt? Drück einfach diesen Schalter hier. Ha, das war ja einfach. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. 3, hier stehen nur Wörter auf der Wand. Vertrau mir. Wirst schon sehen. Du musst sagen, dass deine Arbeit einfach ist und Spaß macht. Du musst sagen, dass es einfach ist und Spaß macht, Spiele zu programmieren und dass du es immer liebst. Okay. Ah, das ist herrlich.
Aber das ist nicht wahr. Mach dir keine Gedanken, red einfach weiter. Sag weiter einfach, es ist kreativ zu sein. Ich bin total begeistert von meiner Arbeit. Das ist Seeing gut, this weil game at es the so... time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. Perfekt. Das ist This is someone I fantastisch. really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. Mir wird For übel. him to suddenly become angry and frustrated like this, Du, it was the komm ja worst einfach. thing for me. Ich verspreche dir, das funktioniert. Weiter, bitte. Opfer, die ich für meine Arbeit bringe, ist mir wert. Oh Gott. Ja, weiter. I Mach don't know. weiter. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than Meine anything. Arbeit wird mich retten. I never felt so rotten. I Unglaublich. needed more than I had ever needed anything for Das ist this es. Ich bin to frei. stop. Ich bin frei. But it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Ja, cool. Die Maschine. Wärter. Schön zu sehen, dass Sie gut angekommen sind. Wir haben die Maschine gefasst. Sie warten nun auf Sie. Sie können mit dem Verhör beginnen, wann immer Sie möchten. 3. Ich versuche brutal zu sein. Sehr gut. Allerdings hat jemand die Presse verständigt. Es kann also sein, dass wir hier mit etwas was zu rechnen zu haben. Okay. Fick dich. And of course, it's the machine. Du hast angehalten. Du hast aufgehört, uns zu füttern. Kannst du dir überhaupt vorstellen, was die Leute da draußen wegen dir durchmachen? Ich war so allein. Entschuldige dich dafür, dass du mich verlassen hast. Genau. Tu es. Überlege es dir genau. Ich weiß, wie ich dir wehtun kann. Na gut, ich werde es für dich tun. Meine Anhänger. Ich habe nichts Gutes mitzuteilen. Die Maschine will nicht zugeben, dass sie uns absichtlich geschadet zu haben. Wir werden einen Weg finden, ohne sie zu leben. Wir brauchen ihre Spiele nicht. Lasst uns Vergeltung üben. Folgt mir, ich werde die Maschine zerstören.
Remember, you can click to fire the gun. Ja, ja. Sehr cool. So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to me to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Die Maschine. Runter mit der Waffe. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something, I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. Du bist auch noch ganz sauber, hä? So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Oh ja. Wird geladen. Der Turm. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. Ja. It's a very cold game. Das schaut auf jeden Fall sehr fies. Wow. Schaut sehr weit aus, ey. Also hier schaut's ganz nah aus eigentlich. Dann wird's immer This room weiter. actually has a maze in it. Labyrinth.
Except that all the walls of the maze are invisible. Was? And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. Okay. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Ist ja cool. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house Kein forever. Ende da. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? Ja, keine Ahnung. Das würde ich auch gerne wissen. Ist jetzt nicht so ernst. Zahlenkombination? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Raten. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. 151 was 1 5 1 6 1 7 15.117. Boah. Vielleicht sind das die Versuche, wenn man braucht, durch das Labyrinth zu kommen. Oh Gott. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges, and you got to this point, there's actually just no way to progress. Okay. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Puh, ehrlich. Was I a failure for not understanding this game? Nee. I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011, I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... Menschen ändern sich, mein Guter. Oft immer sehr schlagartig. Ich wollte das zum Ausdruck bringen. I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Wie gesagt, man kann noch einen Menschen so jahrelang kennen. Das bringt gar nichts.
kann nie in seine Seele reinschauen. Das ist echt ein wenig düster. Für solche Happy-Spiele, was er früher gemacht hat. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left, and it felt somehow like I had failed. Where did I screw up? Du hast gar nichts falsch gemacht. Gib dir nicht die Schuld. Okay. Das ist echt gruselig. Lieber Davy, vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of Ich what I möchte dich did. bitten, mich nicht mehr anzusprechen. Poisoned it for you. Wow. Ein jahrelanger Freund. Tja. Das auf einer programmierten, ja, Ausstellungstafel. Das ist hart. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Manchmal fragte ich mich, ob du glaubst, ich mache diese Spiele für dich. Warum? Er hat sie doch nur getestet. Für dich. And the people who played them, they treated me like I was important. Du bist They mir really dermaßen listened auf die and Pelle cared about what gerückt. I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meine Arbeit versteckt habe. Irgendwo zwischen den Spielen. Okay. Es gibt eine Antwort, einen Sinn. Würde dich das dann glücklich machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderer zu zeigen? Ihnen etwas zu geben, was du ihnen gar nicht geben solltest, oder die Grenze zu überschreiten, die mich in Sicherheit hält? Könntest du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. Hä? And then you stopped, and I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Lass sie einfach Less so, than wie sie nothing. sind. What does that mean? Er hat die Freundschaft zwischen dir beendet. Und zwar sowas von. Wenn ich in deiner Nähe bin, wird mir sowas von schlecht. Du verlangst etwas, was ich dir nicht geben kann. Ich habe es einfach nicht. Es deprimiert mich, wenn ich mal keine neuen Ideen habe. Diese Tiefs gehören einfach dazu. Die Tatsache, dass du mich für frustrierend oder gebrochen hältst, sagt mir mehr über dich als über mich aus. Ich weiß, du verstehst das alles noch nicht. Das ist in Ordnung, nicht mein Problem.
Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Und dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Sag nix. Er hat's geändert. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Lieber Kodak. Nimm doch einfach seine Entschuldigung an, ist doch nicht so schlimm. Alles gut. Sag das nächste Mal, was du genau willst und dann erzähl das. Hau ein paar aufs Maul, mein Gott. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Er wollte anerkannt werden auf einer Seite als Programmierer. Du als einziges Publikum warst dann halt nicht gut genug. Er wollte dann noch eine zweite, eine dritte, eine fünfte Meinung. Eine hundertste, eine tausendste. Die halbe Welt wurde als Meinung eigentlich. Solution. Oh, schön gemacht. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Vielleicht hat er einfach nur den Kick gesucht.
Man weiß es jetzt nicht. Er will es dir nicht sagen. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Sie werden dich hassen. Eigentlich nicht. Was jetzt? Jetzt kriegt das Spiel so richtig eine deprimierende, so eine deprimierende Note. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. What now? Und jetzt? Jetzt musst du den anderen Sinn suchen. Und aufhören, ihn zu stalken. I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for. And so I'm just gonna... Okay. Alle ist fast geweint. Das hat man jetzt richtig gehört. Dass es nicht nur gespielt war. Armer Kerl. Auf einer Seite seinen besten Kumpel verloren. Das ist hart. Ich werde hier unten gleich eingesperrt sein wahrscheinlich. Hä? Oh Gott. Spiegel. Ich gedacht, es wäre ein Spiegel. Mein hauseigener Täler ist jetzt auch weg. Die Stimmung kippt. Ein Endlosgang. Toll. Und es fängt gleich an zu regnen. Na klar, passend zur Stimmung. Traurigen Stimmung. Alles in den einen Game nur für ihn gemacht. Sich so zu verabschieden. Das ist hart. Und jetzt läuft man in den Strahl rein und ist tot. Nein, man schwebt.
Stimmt ja, das war ja der Fehler. Endless Labyrinth. Scheiße, ist das groß. Das ist noch kein bestimmtes Muster. Turn back from this cave. You said, let me prove that I'm brave. Let me keep going. But the cave goes for miles and miles and miles, and you're so tired, but I know that you're strong, so turn back, turn back. Das war die Beginners Guide. Ein Entschuldigungsbrief an Kodak. Das lasse ich so. Auf zum nächsten Mal. Euer Sephiroth.